Einsam liegt ein rechter Handschuh da. Aber wo ist sein Gefährte? Alles hat sein Gegenstück, seine zweite Hälfte. So wie dieser Handschuh blieb ich allein zurück. Und wie unerträglich ist es, die Einsamkeit zu fühlen, zu erleben. Unter einem Denkmal stellt man sich etwas Grosses vor. Ein Ereignis, eine Person, die quasi so wie grösser gemacht wird, weil sie eben denkwürdig sind, dass man sie nicht vergisst. Dass der Ilja Kabakov an einem Gegenstand einen denkwürdigen Moment widmet, der nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit ist, das ist sehr charakteristisch für ihn, der Protagonisten wählt, wie Fleugen oder Abfälle. Also alles das, was so ein bisschen beiläufig ist und am Rande ist, das ist das, was der Kabakov interessiert. Seit 1998 ist das Werk Denkmal für einen verlorenen Handschuh hier unten im St. Albanstal installiert, in der Nähe vom Kunstmuseum Basel Gegenwart. Das Werk besteht aus 10 Teilen. Einerseits der Handschuh, der am Boden liegt, und nach den 9 Tafeln, die so ein bisschen an Notenpult erinnern, wo Texte darauf eingraviert sind. Das sind Texte, die Ilja Kabakov selber erfunden hat, von fiktiven Charakteren, die festhalten, was dann durch den Kopf durchgegangen ist, was sie diesen Menschen erblickt haben. Und wo so eine Vielstimmigkeit erzeugen, das ist beim Kabakov immer als sehr wichtig. Das könnte man sonst überall machen, aber nicht hier. In der Nähe eines Museums mit zeitgenössischer Kunst. Along the Rapid Rhine anfällt die graue, trostlose Spätsommer. Ich muss es aber wieder freilassen, mangels Beweisen. Ich bückte mich, betrachtete ihn eingehend. Ich dachte, es sei ein Lederhandschuh. Er ist aber aus Kunststoff, aus Ersatzmaterial. Und wieder der gleiche Schmerz, die gleichen Gedanken, die mich die ganze Zeit plagen. Alles ist heute aus Ersatzstoff. Es gibt nichts Echtes mehr. Alles ist künstlich, alles ist Imitation. Der Ilja Kabakov ist 1933 geboren in der Ukraine, wo damals zu Sowjetrussland gehört hat. Er ist als Grafiker ausgebildet worden und hat offiziell als Kinderbuchillustrator gearbeitet. Gleichzeitig war er aber auch als Künstler tätig, aber das eher so im Versteckten, im Geheimen. Er hat zu den Künstlern gehört, die man später als Moskauer Konzeptualisten bezeichnet. Das sind die Künstler, die sich getraut haben, sich kritisch zu äußern in ihren Kunstwerken, die sie machen. Das ist jetzt ein ganz kleines, unscheinbares Werk. Der Kabakov kann auch ganz gross. Eines von diesen Werken, das früher nach Europa geschmuggelt wurde, trägt den Titel «Hinaustragen des Mülleimers». Sehr ein schönes Gemälde, das im Grunde genommen eine Tabelle darstellt, wo die verschiedenen Bewohner für die nächsten 5 Jahre ihre Ämter zugewiesen bekommen, wer das verantwortlich ist, den Müll abzutragen. Das ist so eine Form von Kritik an dem politischen System der Planwirtschaft, wo auf 5 Jahre heraus bestimmt worden ist, was darf hergestellt werden, produziert werden und was eben nicht. Und es hat natürlich durchaus auch wieder die politische Aussage, was ist eine offiziell anerkannte Kunst in diesem sehr repressiven Regime. Er ist relativ spät, er ist emigriert 1987 und ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Er hat aber Wert darauf gelegt, dass man ihn als sowjetrussischen Künstler bezeichnet, auch nach der Wende noch, weil die Ära, die er in Moskau gelebt hat, ihn geprägt hat und eigentlich in seinem Werk immer mit transportiert wird. Du wolltest mit dem Fuß diesen alten Handschuh zur Seite stoßen. Dann aber, als ich ihn anschaute, stand er auf. Er war 1,80 Meter lang, 1,80 Meter breit, 1,80 Meter hoch. Er war relativ spät, er ist emigriert 1987 und ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Er hat aber Wert darauf gelegt, dass man ihn als sowjetrussischen Künstler bezeichnet, auch nach der Wende noch, weil die Ära, die er in Moskau gelebt hat, ihn geprägt hat und eigentlich in seinem Werk immer mit transportiert wird. Du wolltest mit dem Fuß diesen alten Handschuh zur Seite stoßen.
Aber sei vorsichtig. Das könnte man sonst überall machen, aber nicht hier in der Nähe eines Museums mit zeitgenössischer Kunst. Das ist sehr schwer zu entscheiden, wenn man nicht weiß, liegt er hier nur zufällig herum oder liegt er hier absichtlich, auf Wunsch des Künstlers?